Apache Kafka ist eine Event-Streaming-Plattform, die zum Sammeln, Speichern und Verarbeiten von Echtzeit-Datenströmen in großem Umfang verwendet wird. Es gibt zahlreiche Anwendungsfälle, darunter verteiltes Logging, Stream-Verarbeitung oder das für uns relevante Publish-Subscribe-Messaging. Was für uns essentielle Komponenten von Kafka sind und welche Aufgaben diese haben, das kommt jetzt. Bevor ich die einzelnen Komponenten erläutere, ein paar Informationen zu Kafka an sich. Um die Echtzeit-Datenpipeline zu gewährleisten, ist Kafka auf einen hohen Datendurchsatz optimiert. Die Skalierbarkeit beruht dabei auf der Möglichkeit, Kafka über ein verteiltes Cluster zu betreiben. Die Anwendung selbst wird dabei in Java und Scala entwickelt. Ursprünglich wurde Kafka dabei von LinkedIn entwickelt und ist seit 2011 Open Source. Kafka bietet dabei 4 APIs an, welche genutzt werden können, um Daten zu verarbeiten, namentlich Producer, Consumer, Stream und Connect. Ich gehe folgend auf Producer und Consumer ein, da diese ausreichen, um Kafka für ein Publish-Subscribe-Pattern zu nutzen. Des Weiteren basieren Stream und Connect auch intern auf Producern und Consumern. Beginnen wir mit der kleinsten Komponente, den Events oder auch Records, um wessen Verarbeitung es bei Kafka geht. Diese bestehen aus den 4 Elementen Headers, Key, Value und Timestamp. Die Headers enthalten ähnlich eines HTTP-Headers Metadaten bezüglich des Events. Der Key beschreibt die Daten und kann dabei beliebig komplex gewählt werden, von einem einfachen Integer bis zu einem komplexen serialisierten Objekt. Die eigentliche Nachricht selbst, also beispielsweise die Daten des neu registrierten Kunden, verstecken sich hinter dem Value-Element. Der Timestamp kann selbst angegeben werden oder, falls nicht, wird dieser von Kafka selbst erstellt, mit der Zeit, zu welcher die Daten in Kafka ankommen. Wird ein Event produziert, wird dieses zu sogenannten Topics im Kafka Broker gesendet. Zu Brokern später mehr. Ein Topic ist ein benannter Container für ähnliche Events. Aus Domänensicht wäre dies meist ein Aggregate. Möchte man beispielsweise alle Informationen zu einem Kunden konsumieren, egal ob sich diese im System neu registrieren, ihre Daten aktualisieren oder ihr Konto löschen, würde man das Kundentopic konsumieren. Ein Topic ist dabei nicht an einen Broker gebunden und kann über mehrere verteilt sein. Diese Verteilung geschieht über Partition. Wird ein neues Event produziert, wird dieses standardmäßig im Round-Robin-Verfahren zu einer der Partitionen gesendet, wie in der Animation zu sehen. Die Reihenfolge der Events ist dabei pro Partition gesichert, aber nicht über diese hinweg. Sollte die Reihenfolge zu einer bestimmten Menge an Events, beispielsweise einer Kunden-ID, sichergestellt werden, müssen diese Events auf der gleichen Partition liegen. Hier in der Animation jetzt blau dargestellt. Dazu muss lediglich der gleiche Key für alle Nachrichten genutzt werden. Kafka sortiert die Events dann automatisch den gleichen Partitionen zu. Die Datensicherheit wird zusätzlich über eine Duplizierung von Partitionen über mehrere Broker hinweg sichergestellt, was wir uns auf der nächsten Folie genauer ansehen. Um durch die Partitionen den Datendurchsatz erhöhen zu können, werden diese über mehrere Broker verteilt. Ein Broker ist dabei schlicht ein Rechner, eine Instanz oder ein Container, auf welchem ein Kafka-Prozess läuft. Der Broker verwaltet die Partition und deren Schreib- und Lesezugriffe sowie die Replikation. Die Replikation basiert dabei auf dem Replication-Faktor, welcher angibt, wie oft eine Partition dupliziert wird. Standardmäßig wird so eine dreifache Redundanz erzeugt. Im Beispiel ist zu sehen, dass Partition 0 des Topics A hier in grün einmal im Broker 1 und einmal im Broker 3 vorhanden ist. Broker 1 besitzt dabei die Lead-Partition, welche alle eingehend produzierten Events entgegennimmt. Alle Follower-Partitionen synchronisieren sich gegen den Lead. Sollte Broker 1 ausfallen, wird der neue Lead bestimmt und die Verarbeitung kann ganz normal fortgeführt werden.
Der Broker ist selbst also sehr schlank gehalten, wodurch die einfache Skalierbarkeit gewährleistet ist. Fehlen uns nur noch Producer und Consumer. Beide Komponenten sind kein direkter Teil mehr von Kafka, sondern eigene Services, welche durch entsprechende Clients implementiert werden können. Der Producer erzeugt Events und sendet diese an eine angegebene Topic. Die APIs für Producer und Consumer sind recht simpel gehalten. Für die Implementierung eines Clients gibt es beispielsweise in Java die Klasse Kafka Producer, welche diese Funktionalitäten übernimmt. Ein genaues Beispiel mit Kotlin und Spring Boot gibt es im nächsten Video. Producer sollten dabei verschiedene Best Practices befolgen. Je Topic sollte nur ein Producer-Service existieren und veröffentlichen. Die Entität Ownership sollte dabei beim entsprechenden Service liegen. Dieser ist dabei für die korrekte Abhandlung der Transaktion zuständig. Das bedeutet, dass dabei keine Daten verloren gehen sollten. Um dies sicherzustellen, können die rohen Eventdaten in einer Datenbank gespeichert werden, um somit fehlgeschlagene Veröffentlichungen neu anstoßen zu können. Eine Aufgabe, welche durch einen einfachen Scheduler-Job erledigt werden kann. Als letzte Komponente möchte ich noch den Consumer erläutern. Der Consumer ist für die Verarbeitung der Daten zuständig und es kann pro Topic beliebig viele Consumer geben. Jeder Service kann auch jeden verfügbaren Topic konsumieren. Es ist sogar möglich, dass mehrere Services dasselbe Topic konsumieren und dabei keine Nachrichten doppelt gelesen werden. Die Consumer werden dann in der gleichen Consumer Group zugeordnet. Soll ein Service alle Nachrichten eines Topics lesen, befindet sich dieser alleine in einer Consumer Group. Auch für Consumer gibt es Best Practices. Consumer sollten Events idempotent konsumieren können. Das heißt, auch bei mehrmaliger Veröffentlichung der gleichen Events sollte das Konsumieren zum gleichen Ergebnis führen. Beispielsweise sollte ein Kunde seine Adresse ändern und der Kundenservice dieses Event fälschlicherweise zweimal produzieren, ist die Datenlage im konsumierenden Service nach dem Event identisch zur Datenlage nach dem zweiten Event. Dadurch sollte ein Service dazu in der Lage sein, alle Events von Beginn an erneut konsumieren zu können. Was besonders interessant ist, sollte ein Service nach dem Absturz neu hochfahren müssen. Besonders wichtig ist, dass ein Consumer nicht von einem einzelnen fehlerhaften Event zum Absturz gebracht werden kann. Sollte ein Event einmal nicht konsumiert werden können, sollte dies in einem separaten Fehlerspeicher gelagert werden. Dadurch wird später eine Analyse ermöglicht und der Service kann erst einmal weiterarbeiten. So viel zum Verständnis von Kafka und den für uns relevanten Komponenten. Im nächsten Video gehe ich ein Beispiel direkt am Code durch.